halt doof. Familienkunststück. Boulevard World. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits und der letzte Tag aus Saudi-Arabien. Wir sind in Riyadh, die Hauptstadt, und haben gerade die Koffer ins Auto gepackt und müssen unser Roof Hotel, also der Roof for Hotel Apartments, verlassen. Es gibt auch verschiedenste Möglichkeiten, Einzelräume, Räume mit Bad, Räume mit Hall und einem Bad, Hall und zwei Bad, VIP und Panorama und weiß ich nicht was. Keine Ahnung, wir haben 3 Tage bevor wir angekommen sind, das gebucht. Wir haben immer gedacht, wir wären in der Baustelle, aber es ist einfach nur ein Krater. Den habt ihr gestern Abend noch gesehen. Gestern haben wir uns nicht verabschiedet, es tut mir leid, aber wir waren so lazy, nachdem wir da 4 Stunden in der Shisha-Bar irgendwie unser Leben gefrönt haben. Was ich aber noch erwähnen möchte, auf jeden Fall, was uns nämlich aufgefallen ist jetzt über die Tage. Offensichtlich ist das ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es Filmen kennt oder Serien. Hier sind die Straßen, also verschiedene Straßen haben verschiedene Läden. Es gibt ja hier diese ganzen kleinen Ladenlokale überall, die man im Hintergrund vielleicht auch sieht. Und wir sind auf dem Textil-Polster-District. Hier sind nämlich die ganzen Sofas, die auch sehr kreativ auf den Pickups gestapelt werden, die auch genauso kreativ in den Läden verarbeitet werden. Dann gibt es Wäscherei, Näherei. Ist ein bisschen witzig, diese weißen Gewänder für die Kollegas hier, dass die einfach so unfassbar viele verschiedene Rollen Stoff haben. Ich glaube nicht, dass da so viele Varianten an Stoff gibt, und weiß sind sie alle. Aber ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht ist auch wirklich von super dünn im Sommer bis super dick für den Winter was dabei. Und wir haben wieder wunderbare Luft, schöne, kühler Wind mit Sonne. Das ist echt sehr angenehm. Und genau, wir müssen jetzt auschecken. Checkout ist zwischen 12 und 13 Uhr. Also eigentlich 12, aber ist okay, wenn du bis 13 dann endlich mal weg bist. Aber dann bitte, weil wir sind fully booked und dann kommen die Nächsten und wir müssen die Zimmer noch klar machen. Das war so die Ansage. Das ist auch ein bisschen spannend. Das ist auch so nochmal bezeichnet für die Mentalität, weil kommst du heute, kommst du morgen und egal ist mir sowieso alles und ich bin der Wichtigste. Lass mich durch, ich schub's alle weg und ich dränge mich überall vor. Das dazu trotzdem super liebe, nette Menschen. Wie man sich kleidet, gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein. Ich weiß nicht, was an Fragen gekommen ist, schon direkt am Anfang und über die ganze Tour hinweg. Das haben wir alles gesammelt und werden da noch mal in einem separaten Video drüber sprechen, was ihr alles wissen wollt zu Saudi-Arabien, dem Reisen hier und wie man was macht und wie man sich vielleicht am besten verhält. Und ansonsten fahren wir jetzt uns noch was zu trinken holen. Noch ein bisschen ein paar Souvenirs oder wie Peter Giese schon sagt, Souvenirs holen wir uns auch noch und dann gucken wir dann gucken wir auf die Uhr und dann gucken wir weiter. So Leute, wir zeigen euch mal, wie man hier Auto fährt. Also nur ein bisschen. Es ist nichts los, deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Also ich mache das so auch die ganze Zeit, aber dabei jetzt noch erzählen wäre halt ein bisschen schwierig. Weil wir haben hier, wie schon gesagt, wir sind ja bei diesen Matchbox-Strecken hier. Und das ist ja alles immer nur mit U-Turns. Und unser Hotel ist einfach so 10 Meter neben dem nächsten U-Turn. So, nicht die Tauben überfahren. Und dann geht's hier in den nächsten U-Turn. Guckst du, wie lange die anderen noch brauchen. Dann machst du hier ein bisschen einen auf Stuntman Crew Production im Moviepark. Und dann immer höllisch aufpassen. Die Geschwindigkeitszügel, die siehst du nie. Die siehst du nachts nie, die siehst du tagsüber nie. Wenn du Glück hast, hast du ein Schild vorher. Wenn du da drüber semmelst, ist vorbei. Und dann es sind meistens 3 Spuren. Bleibt, wenn ihr am Anfang hier seid, auf der mittleren, weil rechts passiert immer irgendwas. Und links ist wild oder es ist ein U-Turn oder du fährst irgendwo hin, wo du nie hin wolltest. Und das kann dir auch in der Mitte passieren. Aber jetzt guckt, da fährt einfach einer komplett raus und das ist ihm komplett egal. Dann steht der Nächste da. Und es ist jetzt harmlos und es ist nichts los. Wir fahren jetzt in diesen Supermarkt mal eben. Und dann ist es auch relativ easy. Du kommst irgendwo an und stellst dich einfach irgendwo hin. Vielleicht nicht so, dass jetzt keiner mehr rauskommt. Ich würde es einpacken, macht übrigens keiner. Das wäre jetzt, also an den Straßenrändern. Ich bin halt doof.
Pilz. Es gibt Kultur. Es gibt eine große alte Festungsanlage hier in Riyadh und da sind wir jetzt hingefahren und haben euch ein paar Bilder mitgebracht und da steht ein F-150, geil. Und Palmen, auch geil. Und hier ist die Festungsanlage mit so einem Türmchen, auch geil. Alles andere dazu jetzt. Mitten im Herzen von Riyadh steht ein Bauwerk, das Geschichte geschrieben hat. Das Fort Masmak. Auf den ersten Blick nur eine Lehmfestung, doch genau hier begann die Entstehung eines ganzen Königreichs. Erbaut wurde das Fort um 1865, in einer Zeit voller Machtkämpfe auf der arabischen Halbinsel. Die Herrscherfamilie der Al Saud war geschwächt, Rivalen übernahmen die Kontrolle und Riyadh ging verloren. Doch dann kam der Januar 1902 und mit ihm ein Moment, der alles veränderte. Ein junger Emir namens Abdelaziz ibn Saud stürmte mit nur 7 Gefährten das Fort Masmak. Ein waghalsiger Überraschungsangriff mitten im Zentrum der Stadt. Erfolgreich. Riyadh war zurückerobert und dieser eine Handstreich wurde zum Startschuss für die Gründung des heutigen Saudi-Arabiens. Auch architektonisch ist Masmak beeindruckend. Massive Mauern, 4 Wachtürme und nur ein einziger Eingang. Ein schweres Tor aus Palmstämmen, so schmal, dass immer nur eine Person gleichzeitig hindurchpasste. Perfekte Verteidigung, ganz ohne Hightech. Im Inneren warten Innenhöfe, eine Moschee, ein Brunnen und kunstvoll bemalte Palmenstämme an Decken und Türen. Fast wie ein historisches Labyrinth. Und jeder Raum erzählt ein weiteres Kapitel Geschichte. Bis 1938 diente das Fort als Regierungssitz, bevor der neue Murabba-Palast übernommen wurde. Heute ist Masmak ein Museum und Teil des King Abdulaziz Historical Center. Ein Ort, an dem man nicht nur Geschichte sieht, sondern sie regelrecht spürt. Kurz gesagt, Fort Masmak ist kein stilles Museum. Es ist der Ort, an dem ein Königreich seinen Anfang nahm. Wir gehen übrigens jetzt wieder zum Auto und da ist einfach ein riesiges Lost Parkhaus. Wir gehen da jetzt gleich reingucken, oder? Wir gehen nicht zum Auto, wir gehen jetzt mal eben gucken, ob es hier Souvenirs gibt. Riesiges Lost Parkhaus, wo aber auch Leute drin rumschleichen und davor konnte man sich jetzt aber hinstellen, weil der Parkplatz hier 11,50 die Stunde nimmt, der offizielle, wo auch kein Auto steht. Schade, wir dachten gerade, das wären Pins, was wir da gerade gesehen haben, aber das sind Sticker. Bei Pins werden also einige mitgewandert, jetzt nicht für uns, aber für andere Menschen. Schade. So, das haben wir und jetzt fahren wir zu einer Mall, bei der wir schon zweimal bei diesem Trip waren. Und letzte Chance für den sehr großen SBF Visa Spinning Coaster, der ist, glaube ich, auch Top 3 der großen Achterbahn, die SBF gebaut hat, ob sie den Kabelbruch gefixt haben in einer Woche. Hä? Aber dann schäumt das voll. Und ich versuche gerade zu trinken. Weiß nicht, wie man eine Getränkedose bedient. Ich habe das schon oft bei dir gesehen, dass du das so machst. Also ich trinke so. Okay, und der Bro, der trinkt so. Schütten. Das ist schon viel zu nah da oben dran alles wieder. Mein Vater hat damals nie die Dose noch nicht mal berührt, einfach aus der Luft geschüttet. War ein Familienkunststück. Ist sie jetzt leer? Nee. Mal leer. Was für eine Diskussion, ja geil.
man wieder abmachen, das Klebeband, wenn man das lackiert hat danach? Damit man diese Leuchten wieder sehen kann? Nee, oder? Meine Damen und Herren, kurze Information. Es gibt einen Führungswechsel bei den Durangos. Oshi führt mit 12:10 gespotteten Durangos. Das machen wir sonst in den USA mit Cybertrucks. In Deutschland haben wir das jetzt auch mit Durangos irgendwie aus Gag gemacht. Und jetzt haben wir das einfach hier ohne Absprache weitergeführt. Ich habe gerade einen verloren, weil ich einen falschen gespottet habe. Und Oshi hat instant einen nachgelegt. Und beim Parken auf dem Dach der Mall auch noch einen gemacht. Die habe ich aber noch mal schnell einen nachgezogen. Und Parken auf dem Dach einer Mall, das habt ihr schon gehört am Anfang dieser Tourserie. Wir sind mal wieder Fun Oasis und gucken das 3. Mal jetzt nach dem SBF Visa Spinning Coaster. Das Tor ist schon mal auf, das ist doch schon mal gut. Dass wir jetzt hier nicht ewig oder 3 Tage warten, bis die Mall aufmacht. Schauen wir mal, was die hier sagen. Leute, tatsächlich ist das Ding auf. Wir können... Ach du heiliger Strohsack. Was soll das denn? Das Thema hatten wir ja schon mal auf der Tour. Hier so ein Toxic-Dingen, was man von Mosa Rides oder wer das baut, kennt. Aus dem Prater. Aber jetzt hiervon weiß ich nicht wen. Und der Coaster fährt. Wir haben ein Ticket dafür. Der spinnt aber nicht mehr, der Spinning Coaster. Aber voll die coole Station. Ja, das... Das hier sieht ja wild aus. Wir haben jetzt auch wieder irgend so einen Zwischendeal gemacht, damit wir fahren können. Nee, das ist glaube ich der Kletterkram. Rollercoaster. Jo. Musst du aufpassen, dass du nicht in den Flum gehst. Herrschaftszeiten. Ich glaube, wenn der sich drehen würde, wäre er wirklich besser, weil das Layout ist ja auch dafür gedacht. Und wenn der Zug nicht so lang wäre und wenn es nicht so rumpeln würde. Ach, okay. Wenn. Dieser Wasserhahn ist in der Lufteffekt. Funktioniert nicht, wenn der A nicht in der Luft ist, B das Innere komplett versifft ist. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie ist ja schon ganz nett gemacht hier. So, dann haben wir das jetzt zum Glück auch noch geschafft. Und die haben innerhalb von einer Woche den Kabelbruch repariert. Das ist doch nett. Das ist auf jeden Fall mal der witzigste Schranken-Parkplatz-Ticketautomat, den ich je gesehen habe. Es sind Menschen.
Der gibt dir den Zettel in die Hand und dann geht die Schranke auf. Oder drückt er da drauf und gibt das raus. Selber da drauf, weil die sonst nicht fähig sind. Aber hier passiert ja auch schon jetzt nichts in unserer Spur. Nee, deswegen. Ja, ich glaube, er drückt drauf. Wow. Und trotzdem dauert das so lang. Witziger Funfact aus der Zukunft: Wir haben dieses Parkticket nie bezahlen müssen und konnten auch ohne Probleme so wieder rausfahren am Ende des Tages. Warum? Oi, Leute, wir sind angekommen bei Boulevard World. Richtig, jetzt habe ich's. Okay, jetzt letzte Handschuhe, Mützen und Schals vor der Autobahn. Wir haben jetzt einfach mal 20 Minuten gebraucht, einfach nur um zu parken. Riesiges Chaos hier. 16 Uhr macht der Laden auf, 16 Uhr waren wir hier. Schade. Ist zu vergleichen, würde ich sagen, sowas wie Global Village aus Dubai, falls ihr das kennen solltet. Also ganz viele Länderpavillons mit Shopping, Dining und dann gibt es so einen kleinen Amusement District mit 2 Achterbahnen. Für die Grauzonen, Count-Schlampen unter euch, gibt es auch noch einen Flume, der bei Coaster Count eingetragen ist, weil da eine Welle drin ist. Come on. Aber Vekoma Junior Coaster und Premier Rides Skyrocket 2 erwarten uns hier. Und die Boys von Tube Rides auch. Mit denen treffen wir uns nämlich jetzt gleich. Die sind nämlich auch hier. Die sind vorgestern, glaube ich, in Riyadh angekommen. Und das machen wir dann heute zusammen noch. Wir müssen jetzt erstmal dahin kommen. Es gibt keine vernünftigen Fußwege. Das ist der absolute Hammer. Und auch wichtig, ihr habt das ja vor ein paar Tagen gesehen, dass wir Accounts entdeckt haben, die noch nicht eingetragen waren, aber die nicht fahren konnten, weil da Ausverkauf war. Und da, wo wir waren, das ist quasi das gleiche in grün, nur 4 Stunden mit dem Auto entfernt. Ja, hier kannst du auch mit dem Kinderwagen einfach nicht über diese Wege, weil das einfach voll die Gaps sind. Also hier empfiehlt es sich, vorher Tickets zu kaufen. Wir haben das vorgestern, als wir nämlich bei dem anderen nicht reingekommen sind, haben wir das auf dem Weg im Auto direkt gemacht. Da ging auch schon nicht mehr nur 13 zu 10, 14 zu 10. Entschuldigung, ich kann nicht so weit zählen. Ich muss aber auch fahren hier in diesem Chaos. Ich hasse diese Unterbrecherei immer. Man konnte kein Ticket mehr kaufen für nur rein und dann vor Ort irgendwas ziehen, sondern es ging jetzt nur so ein Package mit 5 Rides pro Person und dem Eintritt. Das haben wir dann jetzt natürlich gemacht. Gucken wir, was wir sonst noch fahren, wenn wir schon mal hier sind. Jo Leute, wir sind ja in Boulevard World und es ist jetzt dunkel und ich bin draußen. Denn so eine mini kleine Kamera wie die Osmo Pocket darf da nicht mit rein. Ja, richtig gehört. So eine kleine Osmo Pocket, die jetzt, ich mach mal so, wirklich so groß nur ist, darf nicht mit in diesen Park in Boulevard World. Und deswegen hole ich euch hier jetzt an dieser Stelle kurz ab und erkläre euch ein bisschen, was wir da so gemacht haben, weil es auch für alle anderen Devices viel zu laut war. Also Handys, Actioncams, das ist vollkommen in Ordnung, aber wenn das so ein kleiner Labello ist, ist das schon ein Problem. Schwierig für so einen Vlog und nicht so ganz nachvollziehbar, aber so ist es nun mal. Also die Boulevard World gibt es seit 2022 und ist Teil von Boulevard City, braucht ein separates Ticket. Es gibt Tickets einfach nur zum Reinkommen. Die waren, wie gesagt, bei uns alle schon ausverkauft und wir mussten dann ein Ticket buchen, wo dann schon 5 Rides inkludiert waren. Ansonsten kauft man dort auch eine Karte und lädt die mit Credits auf und kann dann die verschiedensten Sachen machen oder auch die Rides fahren und ähnliches. Boulevard World ist auch nicht immer offen, sondern nur so von Oktober bis März ganz grob, also im Winter, weil das Ganze auch so eine Geschichte ist, die draußen stattfindet. Und zwar ist das so ein Park, nenne ich es jetzt mal, mit Nachbildungen von Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten. Also du hast den Eiffelturm, die Pyramiden von Gizeh, so eine Sachen. Und das ist das nächste Ding. Aufgeteilt ist das Ganze in verschiedene Länder quasi. Es gibt USA, Japan, Frankreich oder auch Afrika, das ist halt einfach nicht nur ein Land, sondern ein ganzer Kontinent. Oder auch die Türkei und dann mit dem typischen, was ihr ganz bestimmt schon in irgendwelchen Videos gesehen habt, Eis, wo man dann mit dem Stab das an den Kunden, potenziellen Kunden drüber gibt und dann wieder wegnimmt und dann ist dann nur ein leeres Hörnchen und so weiter und so fort. Kennt ihr alles, seht ihr jetzt gleich auch vielleicht sogar ein paar Bilder. Und das Ganze ist halt auch in dieser Saudi 2030 Vision und sich komplett neu auszurichten und zu verändern. Und witzigerweise gibt es natürlich auch hier einen Rekord und zwar der Lagunensee inmitten von Boulevard World bzw. Boulevard City ist mit 12,19 Hektar und irgendwie einer Höhe, das habe ich nicht so ganz verstanden, von 33,7 Meter der größte künstliche See der Welt.
Alles in allem ist das Ganze dort auch wirklich sehr schön gestaltet, sieht super aus und ist echt toll anzusehen und gut gemacht und auch ja, super modern. Aber andererseits auch irgendwie immer viel zu voll, viel zu viele Menschen, super anstrengend. Wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir direkt rein sind, als sie aufgemacht haben, direkt die Rides gefahren sind, denn später, in Anführungsstrichen, nachdem wir eine kleine Runde nur um den See gegangen sind, relativ kleine Runde, waren die Rides alle brechend voll und man hätte sehr, sehr lange angestanden. Es gibt wohl auch einen Fastpass, aber so wie ich das verstanden habe, wir haben uns ja jetzt nicht im Detail mit beschäftigt, ist das aber so, dass man diese Fastpass-Lane nutzt und dann einfach nur mehr bezahlt, direkt, statt alle anderen in der normalen Warteschlange. Also das natürlich bezogen auf die Fahrgeschäfte. Natürlich gibt es überall Händler, die dir was verkaufen wollen. Das ist auch sehr aggressiv. Überall gibt es was zu essen und dann zwischendrin halt diese Fahrgeschäfte, die sich teilweise ein bisschen bündeln, teilweise überall verteilt sind. Und dann ja ein paar Standard-Rides, ein bisschen was Kurioses. Zum Beispiel gibt es auch einen Aussichtsturm oder einen Starflyer, der viel zu schnell fährt und ein ultra kurzes Fahrprogramm hat und dafür aber ewig be- und entladen wird und auch eigentlich mal eine mobile Anlage war. Und es gibt auch verschiedenste Arcade-Games und ähnliches, was man alles dort machen kann. Wir haben natürlich den Fokus auf die Fahrgeschäfte und ich habe es eben schon erwähnt, es gibt ja eine Wasserbahn, ein Shoot to Cute mit einem großen Dark Ride-Part sogar. Von außen lässt sich das erst erahnen, man da kann sich aber nicht so sicher sein, ist das dann wirklich dort drin und doch, das ist da drin. Amazonia Awakes heißt das Ganze und ja, ist halt auch so ein Grauzonenkauen und ich mag keine Wasserbahn, wäre es eigentlich auch gar nicht gefahren, aber die Jungs von Tube Rides, die mit dabei waren, Wasserrutschen, da fahren wir natürlich auch mal die Bootsfahrt aus Interesse und ich bin komplett gesaugt worden. Das ist viel zu nass, der Dark Ride Part ist viel zu schlecht und das Ding ist wirklich gigantisch und groß. Seht ihr gleich ein paar Aufnahmen von, wird es aber auch noch mal separat im Gesamt-On-Ride-Video geben, wo ihr euch dann diesen Dark Ride Part, ja, zu Gemüte führen könnt. Und als Achterbahn im Park gibt es einmal Taximania, das ist von Vekoma, ein Junior Coaster, ein Standard Junior Coaster, Standard Layout mit dem 247 Meter Layout, der hier 2022 eröffnet hat, sowie auch die zweite Achterbahn, die aber vorher im Winter Wonderland Riyadh stand, im Januar rum und dann Ende des Jahres zu Boulevard World gekommen ist. Und zwar Sky Loop. Und das ist ein Sky Rocket 2 von Premier Rides. Kennt ihr zum Beispiel als Skyscream aus dem Plopsaland Deutschland. Angegeben bei der Rollercoaster Database mit 263 Meter Länge, 45,7 Meter Höhe und 99,8 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ich habe aber gehört, und ich kann das aber nicht verifizieren, dass die Anlage so ein bisschen größer ist, ein bisschen höher, ein bisschen voluminöser quasi und damit die höchste mobile Achterbahn der Welt ist, denn das Ganze ist eine mobile Version. Es gibt ja auch noch einen weiteren Sky Rocket 2, der erste Sky Rocket 2, der überhaupt gebaut wurde, der auch auf Sohle steht und zwar am Six Flags Discovery Kingdom. Und dann gibt es hier beim Sky Loop in der Boulevard World in Riyadh in Saudi-Arabien noch eine weitere Besonderheit. Und zwar gibt es eine Doppelladestation. Also beladet den einen Zug, der andere fährt in der Zeit. Und wenn der zurückkommt, fährt der rüber und der andere fährt auf die Strecke und fährt dann seine Runden. Das beschleunigt auf jeden Fall den Durchsatz. Das ist wirklich stark, das haben wir von außen beobachtet. Das ist echt sehr, sehr gut. Aber auch nötig bei der Eskalation, die da abgeht. So, das so ganz grob jetzt, was ich so im Nachhinein ist dann natürlich nicht so nice, euch noch mit auf den Weg geben kann zu Boulevard World. Und wenn jetzt nicht alle Bilder drin waren, die wir noch gedreht haben, kommen sie jetzt noch hinten dran, beziehungsweise auch die On-Off-Ride-Shots von den Attraktionen, die wir gefahren sind, habe ich euch natürlich jetzt auch noch vorbereitet. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir rausgehen aus Boulevard World.
wir gehen jetzt noch zusammen was essen und ja, ach du Scheide. Ja und mein Gott, was ein wilder Bums hier. Was ist denn mit Spider-Man falsch? Der crawlt und schießt. Ja, der soll noch mal schießen. Was machen Sachen? Ach, guck mal. Das ist Dacko. Mach doch nicht so blöd. Peoples. Wir sind am Flughafen angekommen. Wie gesagt, gerade konnten wir jetzt in Boulevard World nicht filmen, weil diese kleine Kamera zu groß ist. Oder was auch immer die Regel ist. Das ist dann auch wieder egal und Handykameras brauchen wir gar nicht drüber reden. Und war auf jeden Fall krass schön gestaltet, alles gebaut. Das ist ja für die Wintermonate nur das Ganze. Die brauchen vielleicht ein paar mehr Rides, aber so ein Premier Rides Skyrocket 2 mit Doppelstation hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Einen auf Solo gebauten hatten wir schon, aber es gibt, glaube ich, noch diesen Zombie oder so. Der in Mexiko steht der, glaube ich. Der hat auch einen Switch-Track, also Doppelladestation. Der Vekoma Junior, ja, solide. Der Flume, viel zu nass. Ich muss mich jetzt gerade wieder umziehen, weil ich bin nicht mehr trocken geworden. Ja, er braucht den anderen Stuhl nicht. Ja, wir sind jetzt am Flughafen und es geht auf jeden Fall weiter. Die Me-First-Bewegung in Saudi-Arabien ist natürlich weiter am Start. War auf jeden Fall, plant ein bisschen mehr Zeit ein. Warte, wir müssen einfach vorne nochmal anfangen. Wir waren noch essen mit den Tubies. Das werden unsere Maskottchen. Also die Jungs sind einfach super cool. Tube Rides hier auf YouTube, checkt das auf jeden Fall aus. Und die treffen wir einfach immer und überall. Wir wohnen gar nicht so weit auseinander, aber wir treffen uns nie in Deutschland, sondern überall anders in der Welt. Also in Deutschland das hat echt ein paar Jahre gedauert, bis wir uns das erste Mal in Deutschland getroffen haben. Und sonst immer überall irgendwo auf der Welt. Das ist echt verrückt. Jetzt Saudi-Arabien und wir haben auch gerade festgestellt, wo wir uns demnächst nochmal treffen werden, was auch ein bisschen weiter weg ist von zu Hause. Dann, also das war echt gut, das Essen. Das war so ein kleiner Laden, die haben keine Dunstabzugshaube. Also sie haben eine, die funktioniert aber nicht. Wir saßen da komplett im tiefsten Nebel. Dann haben wir die noch zu der Metrostation gefahren. Metro ist wohl auch immer brechend voll hier. Das haben wir nicht erwartet. Wir haben gedacht, hier wäre gar nichts los in den Dingern. Die werden leer, aber die sind immer brechend voll, haben die Jungs gesagt. Es gibt auch 6 U-Bahn- oder Metrolinien hier. Und da vielleicht auch, da wird es auch noch mal ein bisschen mehr Informationen zu geben. Wahrscheinlich schon in den Kommentaren oder auch demnächst in irgendwelchen anderen Formaten. Die sind auch wegen Six Flags City hier und sind mit der Metro bis nach außen gefahren und von da aus fährt ein Shuttlebus. Ich weiß nicht mehr, wie die Station heißt, aber von dieser Station aus fährt ein Shuttlebus zu Six Flags City. Halbe, dreiviertel Stunde ist er dann da. Jeddah Road höre ich gerade aus der Redaktion. Genau, Uber kann schief gehen, wenn da noch nicht ganz auf ist und dann der Uber-Fahrer nicht durchfahren kann, beziehungsweise diese Uber-Alternative hier aus Saudi-Arabien. Dann sind wir zum Flughafen gefahren, Fahrt wieder ganz normal, wie man es hier kennt, wild. Mietwagen abgeben, wieder in dieser Tiefgarage, die viel zu dunkel ist. Das war auch alles easy peasy. Kilometer versuche ich dann jetzt hier einzublenden. Die habe ich auf jeden Fall noch abfotografiert. Ja, aber auch kurz vor knapp. Plant am Flughafen genug Zeit ein. Wir sind an der Toilette, ziehen uns um und gehen mit dem Koffer, den Koffer aufgeben, Security-Check. Bis hier in die Lounge waren es jetzt eine Stunde und es war kein Mensch vor uns. Du scannst auch dein Passport selber. Das kennt ihr auch aus Europa eventuell von den Automaten. Die Automaten hier sind aber unfassbar langsam und brauchen halt ihre Zeit.
und brauchen jemanden, der die bedient, der Geduld hat. Das haben die hier nicht. Deswegen dauert das noch länger, weil die dann ihren Pass wegreißen, irgendwas machen und es dadurch nicht weitergeht und nicht funktioniert. Das ist ein bisschen schwierig. Und dann haben wir noch im Duty Free was gekauft, weil wir brauchten halt so ausnahmsweise mal so ein... Jetzt hat er den Stuhl komplett über den Kopf gehoben und läuft mit diesem riesen Sessel als Mitarbeiter. Aber der muss dem Typen den Stuhl bringen und der muss ihn an die richtige Stelle des Tisches stellen. Der macht den an, dass er ihn dahin stellen soll. Oh, ey. Aber die Leute hier sind alle super, also die meisten sind zur meisten Zeit super lieb, freundlich, höflich und freuen sich auch über Touristen. Manche sind ultra offen und gehen richtig steil und es geht denen nicht darum, dass Touristen Geld ins Land bringen, sondern es geht von Leuten, die sich einfach freuen, dass in ihr Land jetzt jemand kommt, weil das geht noch gar nicht so lang. Das ging vor ein paar Jahren nur auf Einladung von irgendeiner Firma oder einem König oder sonst was. Und das sind auch Menschen, die hier leben, ne? Ansonsten spiele ich hier die ganze Zeit mit einem Stapel Karten. Das sind unsere ganzen Karten. Ich mache da vielleicht mal einen Post von auf Insta und Facebook, wenn ihr uns da nicht folgt, macht das mal. Habe ich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr hier auf dem Kanal gesagt, dass wir da auch am Start sind. Von den ganzen Mallparks, wir konnten nicht alle Karten behalten und die meisten Karten wurden doppelt bespielt. Auch krass, das hatten wir so auch noch nicht, so viele. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal grob das, was ich jetzt gerade zu sagen habe, mir einfällt. Wir fliegen jetzt dann wieder um 2:40 Uhr von Riyadh nach Istanbul, haben dann Umstieg und steigen dann ein ins Flugzeug nach Düsseldorf. Es wurde auch gefragt, ob es, oder erwähnt, dass manche hier hin wollen, wenn es dann schöne und gute Flüge gibt. Und auf die Frage, was denn schöne, gute Flüge sind, sinngemäß diese Wortwahl, ja, nicht um 2 Uhr in der Nacht. Wird schwierig. Die fliegen halt alle hier um die Uhrzeit raus und kommen dann bei uns in den passenden Slots wieder an. Das ist dann in die Himmelsrichtung quasi so. Also wenn ihr das umgehen wollt, vielleicht müsst ihr dann mit voll viel Jetlag nach Asien und also nach China oder sonst irgendwas. Wir sind ja gerade in Asien. Und dann wieder zurück hierhin, keine Ahnung. Das auf jeden Fall jetzt erstmal dazu. Super viele Eindrücke, muss man auch erstmal verarbeiten und wird auf jeden Fall beim Schneiden noch ein paar Notizen gemacht und eure Fragen werden mit aufgenommen und dann machen wir noch mal ein kleines Video, wo wir darüber sprechen oder einen Livestream, je nachdem, wo ihr mehr Bock drauf habt, lasst uns das wissen. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist ja, wie man sich anzieht. Das habe ich ganz am Anfang dieser Reihe schon gesagt, dass es gern gesehen ist, dass man eher lange und weite Kleidung auf jeden Fall trägt, egal wessen Geschlechtes man angehört. Tattoos kann man tragen, wie man sieht. Ich habe meinen Kopf noch, ich habe meine rechte Hand noch, ich habe meinen linken Fuß noch. Aber wäre ich jetzt praktizierender Moslem, hätte ich damit ein Problem, weil das ist nämlich nicht Haram. Oder das ist Haram, genau. Das Haram ist verboten, das ist Haram. Und deswegen geht das nicht. Aber ich bin Tourist. Ja, es ist passenderweise die Reise nach Jerusalem. Total passend. Das ist ein bisschen schwierig, das Thema. Haben wir eigentlich erwähnt, haben wir auch nicht erwähnt, dass wir gestern Abend noch einen Raketenangriff hatten, also Luftabwehrraketen wurden abgefeuert, die wir gehört haben, während wir auf der Dachterrasse saßen in der Shisha-Lounge und die Leute wurden auch leicht nervös in dem Moment. Das zu Recht. Ich habe das nämlich noch aufgeschoben, weil ich dachte, eventuell finde ich noch was dazu. Mit mehr Informationen habe ich bis jetzt nicht. Wenn ich dazu mehr habe, wird das irgendwann auch noch mal in einem Video nachgereicht. Monatlicher Daily Vlog wird jetzt gleich auch fortgeführt, weil wir sind jetzt gleich hier im Flughafen fertig. Es passiert nicht mehr viel Spannendes. Das würde ich euch dann weiter erzählen im monatlichen Daily Vlog. So, das war jetzt ein unfassbar langer Monolog. Jetzt kommt noch ansehnliche Unterhaltung mit Judith Moana. So, Peoples, ihr wolltet ja alle irgendwie, wart die ganze Zeit ganz wuschig, weil ihr nicht wisst, was ihr anziehen sollt, dürft. Warum muss man dies, muss man das? Man muss gar nichts, sage ich jetzt mal so. Also Bro hat das ja schon gesagt, ich erläutere jetzt das als Frau, was ich für Eindrücke hatte, was ich mir vorher angelesen habe und was ich praktiziert habe, um das jetzt mal so zu sagen. Also ich wollte, es ist keine Pflicht mehr für eine Frau, eine sogenannte Abaya zu tragen. Seit 2019 oder 2022, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Pflicht. Eine Abaya ist ein Gewand,
das weit ist, bis zum Boden geht im besten Fall. Kann auch nur eine Art Umhang sein, Mantel, der aber vorne verschließbar ist mit einem Gürtel oder was auch immer. Also das ist relativ, sage ich jetzt mal, dehnbarer Begriff, Abaya. So wie ich das zumindest verstanden habe. Ich sage nur alles, was wie ich verstanden habe. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, was ich jetzt sage. Oder aus irgendwelchen. Ich habe einfach nur mich da reingelesen und versucht herauszufinden, was ich am besten machen kann. Und ich habe mich dazu entschieden, trotzdem eine Abaya zu tragen an verschiedenen Tagen. Ich wollte mich einfach der Kultur so ein bisschen mich da so reinfühlen und habe mir dann im Voraus bei uns in der Stadt in einem Laden, wo es so Gewänder für Frauen gibt, habe ich mir 2 gekauft, die habe ich da anprobiert und das ist auch, glaube ich, eine gute Idee, weil ich glaube, hier in der Stadt sind die ziemlich teuer gewesen. Deswegen würde ich empfehlen, wenn ihr das auch machen möchtet, dann holt euch das vorher. Ich habe jetzt gedeckte Farben gewählt, die meisten tragen hier ja schwarz. Es gibt wenige, die auch bunte tragen oder, sage ich jetzt mal, Erdtöne und sowas. Ich hatte eine dunkelgrüne und eine etwas dickere in so einem Khaki. Genau, also es ist keine Pflicht, wie gesagt. Ich habe an 2 Tagen habe ich das angehabt. Ja, ich kann nur für mich sagen, ich wollte das irgendwie einfach aus Respekt vor der Kultur einfach. Und es ist auch gar nicht unbequem. Man trägt darunter halt einfach dann eine Hose und ein Oberteil. Und was ihr möchtet. Etwas, was halt lang ist natürlich. Ja, dazu habe ich einfach immer Sneaker angezogen. Aber man darf auch offene Schuhe dazu tragen, ist auch nicht verboten. Machen hier aber weniger nur. Und da wir ja eh viel laufen, ist es vielleicht nicht unbedingt schlau, dann irgendwelche Schlappen oder Stöckelschuhe oder keine Ahnung was da anzuziehen. So, dann habe ich immer meinen Rundschal dabei, für den Fall, dass ich mal meinen Kopf bedecken muss, weil es kann sein, je nachdem in welche Moscheen man zum Beispiel gehen möchte, wenn man die besichtigen darf, das weiß ich jetzt nicht, dass man dann seinen Kopf bedecken muss. Und tatsächlich habe ich dabei herausgefunden, dass es sehr angenehm ist, wenn man Auto fährt mit offenem Fenster, dann einfach den Schal halb über den Kopf zu machen, dann kriegt man nicht so viele Knoten im Haar. Und ja, das habe ich gemacht. Ansonsten lange Ärmel und Hosen habe ich jetzt, ich habe nicht so weite Schlabberhosen, also so Schlaghosen oder so, weil ich finde, das steht mir einfach nicht, deswegen besitze ich sowas nicht. Ich habe aber jetzt keine Röhrenjeans, doch schon eine Röhrenjeans, aber ich habe auch eine genommen, die jetzt nicht hauteng sitzt. Da habe ich dann immer, wenn ich die Abaya nicht anhatte, habe ich dann ein weites T-Shirt drüber getragen oder einen weiten Longsleeve oder ein Jersey, was sehr weit ist. Wichtig ist, dass ihr etwas habt, was das Gesäß bedeckt. Ich habe jetzt eigentlich fast immer einen Cardigan angehabt. Die hängen schön da drüber und man kann das vorne so ein bisschen zuziehen, dass es dann halt einfach nicht so die Konturen zeigt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Lange Ärmel bei einer Frau finde ich hier auch ein Muss. Es gibt ein paar, die halt auch touristisch ausgesehen haben, sage ich jetzt mal, die kurze Ärmel anhatten, aber wirklich wenige, ganz wenige. Ja. Und abgesehen davon ist es auch gar nicht so warm jetzt hier im Winter. Also maximal 26 Grad hatten wir jetzt. Und dazu immer ein kühler Wind. Also das ist nicht zu unterschätzen. Es ist hier im Winter nicht Wüste. Sonst noch was? Ich glaube, das war's. Wie hast du dich denn als Frau? Wie habe ich mich als Frau behandelt gefühlt? Tatsächlich viel positiver, als ich gedacht habe. Ich habe halt gelesen, dass man eigentlich gar nicht gesehen wird. Aber ich glaube, das hat sich auch in den letzten Jahren noch mal geändert, als sie das für Touristen hier alles gelockert haben. Das war erst 2019, meine ich. Und da war das wohl noch so, wie ich das gelesen habe, dass es sehr, sehr extrem war, dass Frauen halt gar nicht angesprochen wurden, dass man von denen nichts annehmen durfte und so als Mann und sowas. Also deswegen, das habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Also ich habe überall ganz normal mit Karte bezahlt. Ich war immer die bezahlt hat. Das hat auch niemanden gewundert. Es wurde auch begrüßt, hello Madam und welcome Madam, welcome Sir und so, also das war auch ganz normal. Es gab mal wenige Situationen, wo man halt gemerkt hat, nur der Bro wird angeguckt, aber das war wirklich nicht viel, also kann ich jetzt nicht sagen.
dass ich mich da irgendwie blöd gefühlt habe. Und auch die Frauen, die verschleierten Frauen haben mich jetzt auch nicht irgendwie angeglotzt oder verurteilend angeguckt oder so, eher im Gegenteil. Also die waren alle sehr, sehr offen und sehr freundlich. Also ich habe mich nicht negativ gefühlt. Eigentlich fast gar nicht. Nee. Das fand ich auch sehr angenehm. Ja. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Also ja, Schultern bedecken, Kopf muss nicht bedeckt werden. Aber ich würde immer sagen, Schultern und Fesseln. Also auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie ein Kleid anziehen wollt oder so, das kann man auch alles machen. Das ist alles nicht verboten. Aber ich habe mich halt einfach dafür entschieden, das nicht zu tun. Dann wichtig ist aber, dass eure Knie bedeckt sind, auch als Mann. Kurze Hose gehört eigentlich nicht auf die Straße. Das macht man hier nicht. Also eigentlich alles, was die Knie bedeckt und alles darunter, sollte man einfach lassen. Bauchfrei auch sowieso lassen. Ausschnitt lassen. Das hat man hier wirklich gar nicht gesehen. Ja, also 1, 2 Flittchen. Ich zitiere nur Flittchen. Ja. Genau. Also es ist wirklich eigentlich kein Hexenwerk. Und ihr müsst auch euch keine Abaya vorher kaufen und kein ewiges Kleid. Gerade jetzt sind kein Schleier, kein Kopftuch. Und für alle, die so blöd gefragt haben, um das jetzt mal ehrlich zu sagen, dieses Ding, was ich da auf hatte in Six Flags Qiddiya City, die Achterbahn fährt 250 km/h. Das ist einfach nur zum Schutz von euren Haaren, dass die nicht rumfliegen, weil man hat zum Beispiel in der ersten Reihe, habe ich das gesehen, hinten sind so 2 Drahtverstrebungen. In jedem, wo der Spoiler ist. In jedem, wo der Spoiler ist, sind so 2 Drahtverstrebungen. Und wenn du jetzt wirklich langes Haar hast, dann, wenn die sich da drum wickeln, dann hast du aber Spaß danach. Ne? Also ich glaube, das ist halt so ziemlich der Grund einfach. Und zum Beispiel für die Damen mit Schleier, dass er dann halt auch noch mal fester sitzt, weil sie ja gerade hier vorne diesen Schleier haben und hinten ist der so festgebunden. Das wird dann einfach alles noch mal fixiert. Und ich glaube, das ist auch gut. Und das fand ich auch irgendwie. Ja, ich hatte halt an dem Tag noch meine Abaya an und dann sah das halt natürlich noch mal, sage ich mal, verhüllter aus. Aber das war alles freiwillig, sage ich mal, beziehungsweise Pflicht auf dieser Achterbahn. Ja? Das hat nichts mit irgendeiner Religion zu tun oder sonst irgendwas. So, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt bin ich fertig. Und ja, ihr könnt euch getrost auf den Weg hierhin machen.